Hallo meine Freunde, hola Madrilistas. Heute mal ein etwas anderes Video. Ja, ein bisschen Abwechslung auf diesem Kanal, dachte ich, ist mal erfrischend und ich wollte euch mal ein bisschen die Stimmung bei Nacht hier zeigen. Ich nehme dieses Video jetzt Mittwoch nachts auf. Normalerweise nehme ich ja die Videos immer am gleichen Tag auf, an dem ihr die auch seht, aber heute mal ein bisschen was anderes. Ja, trotz alledem ändert das nichts an der Wichtigkeit der Information, an dem Interessantheitsgrad dieses Videos, heute vor allem, denn es geht um zwei Hauptthemen. Thema Nummer 1, die neuen Trainingsmethoden von Xabi Alonso. Die Zeiten Carlo Ancelotti sind definitiv vorbei. Xabi Alonso greift mit knallharter Hand durch. Was da los ist, erfahrt ihr in dem Video. Und dann hat der Ass, eine der größten Zeitungen in Spanien, überhaupt weltweit, wenn es um Sport geht, hat einen Artikel geschrieben über die Metamorphosis von Arda Güler. Wie er sich in den letzten 3 Jahren entwickelt hat, vom Ersatzspieler oder ehrlich gesagt vom kleinen Jungen zum Hoffnungsträger von Real Madrid. Was da los ist, erfahrt ihr im Video. Viel Spaß dabei. Ja, wenn sich ein Thema wie ein roter Faden durch dieses Video ziehen wird, dann das Thema, dass Erfolg kein Zufall ist. Erfolg ist harte Arbeit. Und das gilt sowohl für das neue Real Madrid von Xabi Alonso als auch für Arda Güler. Aber bevor wir zu den 2 Hauptprotagonisten dieses Videos kommen, möchte ich euch einen dritten Protagonisten zeigen, nämlich Jude Bellingham. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in den ersten 3-4 Monaten dieser Saison auf einen der besten Fußballer dieses Planeten verzichten müssen, auf Jude Bellingham. Der englische Mittelfeldspieler, wie ihr wisst, wurde erfolgreich an der Schulter operiert und ist in 3-4 Monaten wieder da. Für viele hört sich das so an wie, ja, in 3-4 Monaten spawnt er einfach und es ist alles, als wenn nichts gewesen wäre. Aber diese 3-4 Monate, wie gesagt, Erfolg ist kein Zufall, bedeuten für Jude Bellingham Schmerzen und harte Arbeit. Der Engländer, wie ihr parallel zu meinem Gesicht seht, arbeitet hart an der Reha, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden und Real Madrid zu helfen. Man sieht, hinter diesen Geschichten, hinter diesen Verletzungen sind Menschen. Auch deren Körper heilen nicht von alleine. Auch da ist eine harte Arbeit steckt dahinter. Eine Arbeit, die nicht im Santiago Bernabéu vor 90.000 Menschen passiert, sondern alleine zu Hause beim Physio, mit der Familie, mit den Ärzten etc. Und wenn man das so sieht, wie Jude Bellingham sich da quält, ich freue mich einfach, wenn er wieder zurück ist, wenn wir hoffentlich alle wieder den alten Jude Bellingham sehen. Den Jude Bellingham, der einen Karim Benzema vergessen gemacht hat. Ich glaube, viele Menschen verstehen immer noch nicht, was ein Jude Bellingham damals geleistet hat. Wir haben mit Karim Benzema den aktuellen Ballon d'Or verloren. Und ein Jude Bellingham, ein 18-Jähriger, 19 knapp, kam aus Dortmund, aus der Bundesliga und ist eingeschlagen wie niemand jemals zuvor bei Real Madrid. Der hat Torrekorde von Cristiano Ronaldo gebrochen als Mittelfeldspieler. Und Jude Bellingham war in jedem Spiel Weltklasse, überragend. Man hat ihn verglichen mit Zinedine Zidane, meinem absoluten Lieblingsspieler, und das Ganze sogar zu Recht. Aber dann kam die Schulterverletzung und seit der Verletzung haben wir hier und da immer wieder gute Spiele von Jude Bellingham gesehen, ja. Aber nie wieder in dieser Dominanz wie in den ersten Monaten bei Real Madrid. Ich kann mich nur freuen, wenn er wieder zurück ist und endlich wieder ohne Schmerzen spielt, dass wir alle den alten Jude Bellingham wiedersehen. Ja, und darüber würde sich am meisten freuen wahrscheinlich Xabi Alonso. Aber Xabi Alonso hat auch ein hartes Stück Arbeit vor sich, denn er revolutioniert bei Real Madrid alles. Und El Desmarque hat das für euch mal zusammengefasst. Schauen wir uns das zusammen einmal an. Hohes Tempo, körperliche Belastung und vor allem eine Obsession, der Druck.
Das sind die 3 Säulen, auf denen Xabi sein Real Madrid aufbaut. Mit einem Datum im Kopf. Das Ligadebüt gegen Osasuna. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Der Tolosarra will Tempo, mit und ohne Ball. Man muss sich nur die Intensität der Rondos anschauen. Und als wäre das nicht genug, Fitnessstudio, viel Fitnessstudio, um in Form zu sein. Xabi will sie richtig stark haben. Sein Madrid darf keine Mühen scheuen, um zu pressen und die Gegner zu ersticken. Heute gibt es eine Doppelsession. Hier hört es nicht auf. Tempo, Kraft und vor allem viel Druck. So ist das Madrid, das Xabi Alonso aufbauen will. Ihr habt es selber gehört. Xabi Alonso hat bei seiner Willkommensrede versprochen, dass Real Madrid wieder den Funken überspringen lassen wird von der Mannschaft zum Publikum. Und damit das passiert, muss Real Madrid einen Fußball spielen, den die Fans sehen wollen. Und das hat Xabi Alonso mit unseren Jungs vor. Ich lasse parallel mal so ein bisschen das Training laufen, dass ihr auch seht, das ist nicht nur Gequatsche. Was bei Real Madrid gerade auf dem Trainingsplatz passiert, ist etwas, was wir seit Jahren nicht gesehen haben. Ich bin selber jemand, der, glaube ich, fast jede Trainingseinheit unter Carlo Ancelotti gesehen hat. Und es war immer mehr oder weniger das Gleiche. Carlo Ancelotti stand ein bisschen am Rand, hat hier und da mal ein bisschen gequatscht, war wie gesagt der Papi. Und das war auch das, was das Real Madrid damals gebraucht hat. Doch der Fußball hat sich entwickelt. Die individuelle Qualität wird immer weniger wichtig. Das Kollektiv, die harte Arbeit, das System des Trainers wird von Spieltag zu Spieltag wichtiger. Und wenn man sieht, mit welcher Intensität Real Madrid trainiert, dann versteht man auch, wo Xabi Alonso mit diesen Jungs hin möchte. Er hat auch neue Regeln eingeführt. Für Xabi Alonso ist Disziplin an erster Stelle. Die Spieler bei Carlo Ancelotti hat es gereicht, wenn sie eine halbe Stunde vorm Anstoß da waren oder vorm Trainingsbeginn. Jetzt müssen sie mindestens eine Stunde vorm Trainingsbeginn da sein. Xabi Alonso geht als bestes Beispiel voraus, ist immer der Erste auf dem Trainingsgelände von Real Madrid. Und eine Trainingssession, die früher bei Carlo Ancelotti eine Stunde gedauert hat, manchmal 1,5, dauert bei Xabi Alonso 2 bis 3 Stunden. Das heutige Training von heute Morgen, Mittwochmorgen, hat fast 3 Stunden gedauert und das war ein Training von 2. Es gab nämlich eine Doppelsession. Wie gesagt, beide Trainings laufen parallel und ihr werdet auch sehen, wie involviert Xabi Alonso ist am Anfeuern und ständig verlangt er Druck und hohes Tempo. Ihr habt es selber eben im Bericht gehört und deshalb sage ich, Erfolg ist kein Zufall. Wenn dieses Real Madrid erfolgreich sein sollte, Garantien gibt es in der Welt des Fußballs nichts, liegt es daran, dass diese Jungs sich den Arsch aufreißen. Und das liegt daran, dass Xabi Alonso das von denen verlangt. Also Xabi Alonso hat neue Regeln eingeführt und diese Regeln lebt er selber vor. Und wir alle hoffen, dass wir diese Regeln Spieltag für Spieltag auf dem Platz wiedergespiegelt bekommen. Und jetzt versteht ihr, glaube ich, warum ich gesagt habe, Erfolg ist kein Zufall, Erfolg ist harte Arbeit. Ja, und jetzt, wer davon ein Lied singen kann in den letzten Jahren, ist mehr oder weniger einer meiner 2 Lieblingsspieler bei Real Madrid, Arda Güler. Viele von euch haben die Karriere des jungen Türken genauso eifrig verfolgt wie ich. Von dem Supertalent, was aus Fenerbahce gekommen ist, aber ehrlich gesagt noch ein kleiner Junge war, hin zu den blöden Verletzungen, die es nun mal mit sich bringt, in den Elite-Fußball zu kommen. Er musste neue Übungen machen, neue Physis, sein Körper kannte gar nicht diese harte Arbeit, die da auf ihn zukam und Verletzungen waren nun mal eine Konsequenz. Und dann im zweiten Jahr, wo viele die Explosion erwartet haben, die er teilweise auch bei der Türkei, bei der EM gezeigt hat, bei den Länderspielen etc., das blieb bei Real Madrid aus, ganz einfach, weil er nicht gelassen wurde. Carlo Ancelotti ist ein Haudegen, setzt auf erfahrene Spieler, möchte eine kleine Rotation fahren mit 13, 14 Mann. Eine Taktik, die ihn im Laufe seiner gesamten Karriere gut funktioniert hat, aber im Jahr 2024, 2025, wo 70 Spiele auf einen warten, kann dieses Konzept meiner Meinung nach nicht funktionieren. Vielleicht in der Nationalmannschaft schon, da sind es deutlich weniger Spiele, also vielleicht ist es ideal, wo ein Carlo Ancelotti zurzeit ist, nämlich der Nationaltrainer von Brasilien. Ja, und diese Metamorphosis, die ein Arda Güler hinter sich gebracht hat, diesen Horrortrip teilweise, den hat El As sehr schön zusammengefasst. Hören wir uns das zusammen einmal an.
Nun, heute berichten wir bei Diario AS über die Metamorphose, die Arda Güler in diesen Jahren durchgemacht hat. Er wird seine 3. Saison bei Real Madrid beginnen und ohne Zweifel wird es die wichtigste oder entscheidendste seiner Karriere beim weißen Club sein. Die erste war eine Saison der Eingewöhnung. Er hatte nur sehr wenige Spielminuten, außerdem haben ihn die Verletzungen beeinträchtigt. Und in der 2. Saison hat sich Ancelotti ihm nicht ganz verschrieben. Er hat ihm nicht so sehr vertraut wie einem weiteren Mittelfeldspieler, aber das hat sich mit Xabi Alonso geändert. Das war schon bei der Club-WM zu sehen und es sieht so aus, als würde Xavi diese Tendenz noch weiter vertiefen. Er muss einen Spieler umfunktionieren, der ursprünglich als Flügelspieler oder offensiver Mittelfeldspieler kam, zu einem Achter, fast schon zu einem zentralen Mittelfeldspieler und ohne Zweifel hat Güler diese Qualitäten. Xabi Alonso hat das gesehen und konnte sie ein wenig bei der Weltmeisterschaft zeigen. Um diesen Positionswechsel, über den wir sprechen, zu vollziehen, musste Güler zweifellos auch körperlich an sich arbeiten. Wir alle erinnern uns an diesen Fußballer, der mit nur 18 Jahren aus der Türkei kam, mit einem kindlichen Körperbau, praktisch bartlos. Güler hat zwischen 8 und 10 Kilo an Gewicht zugenommen und alles, was er erreicht hat, ist Muskelmasse. Das haben wir auf einigen Bildern gesehen, die er selbst in seinen sozialen Netzwerken geteilt hat. Er hat während seiner Ferien sehr viel gearbeitet. Praktisch alles, was er macht, ist Krafttraining und körperliche Arbeit, um sich anzupassen, weil er weiß, dass ihm eine fußballerische Rolle bevorsteht, in der er seinen Körper viel mehr einsetzen muss als früher, als er im Angriff spielte. Und er selbst ist sehr engagiert bei dieser Aufgabe und das hat man in diesen Ferien deutlich gesehen. Außerdem ist sein Engagement für einen Lebensstil, der ihn beim Real Madrid zum Erfolg führen soll, absolut. Er lebt mit seinem Fitnesstrainer, seinem Physiotherapeuten und einem persönlichen Koch zusammen, der ihm eine strenge Diät auferlegt. Eine Diät, die in den letzten Jahren vor allem auf viel Eiweiß basiert hat, weil es darum ging, viel Muskelmasse aufzubauen. Und diese Ergebnisse waren praktisch sofort sichtbar. Im ersten Jahr hat er bereits etwa 8 Kilo zugenommen und seitdem noch ein paar weitere draufgelegt. Vor allem aber konnten wir eine Umverteilung seines Körpers beobachten. Wenn man ein Foto von dem Güler, der damals ankam, mit dem Güler von heute vergleicht, scheint es offensichtlich, dass es sich um 2 völlig unterschiedliche Personen handelt. Der Güler von heute ist viel besser vorbereitet auf den Spitzenfußball, auf einen viel physischeren Fußball, wie er heutzutage gespielt wird. Dann gibt es auch noch die mentale Seite. Güler hätte sich in diesen Jahren, in denen er kaum zum Einsatz kam, durchaus auch abkapseln können. Im Allgemeinen hat er für Ancelotti oft nur sehr wenig gespielt und jeder andere an seiner Stelle hätte vielleicht gezweifelt und einen Wechsel in Erwägung gezogen. Außerdem gibt es im Fall von Güler eine besondere Situation. In der Türkei ist er ein Massenidol auf einem außergewöhnlichen Niveau, das wir in Spanien meiner Meinung nach gar nicht richtig einschätzen können. Und das hätte den Jungen auch verwirren können, aber sein Umfeld betont allgemein, dass er immer sehr fokussiert war, dass er das Ziel immer vor Augen hatte, nämlich beim Real Madrid erfolgreich zu sein. Und dass er sich von all diesen Gefühlen, die aus der Türkei an ihn herangetragen wurden, von Ungerechtigkeit, davon, dass er mehr berücksichtigt werden sollte, dass er mehr Chancen bekommen müsste, nicht hat ablenken lassen. Und dass das merkt, glaube ich, auch Xabi Alonso und er wird das in dieser Saison zu seinem Vorteil nutzen. Es ist klar, dass Real Madrid auf Güler in dieser Position setzt. Und zwar vor Ceballos, der ein gelernter Mittelfeldspieler ist und vielleicht eigentlich die erste Option auf dieser Position sein könnte. Und vor allem setzt man auf Güler statt auf Modric, dessen Vertrag größtenteils nicht verlängert wurde, weil man bei Madrid klar entschieden hatte, dass diese Chancen und Spielminuten für Güler bestimmt sein sollten. Und man wusste, dass es schwierig sein würde, Güler diese Spielminuten im Mittelfeld zu geben, solange Modric, eine Legende, ein Aushängeschild, zudem ein Spieler, der noch mit Xabi Alonso gespielt hat, noch da ist. Deshalb hat man eine etwas drastische Entscheidung in Bezug auf Modric getroffen, obwohl er wahrscheinlich noch weiterspielen könnte. Er hätte noch genug Fußball in sich, um bei Real Madrid weiterzumachen. Aber Madrid hat sich entschieden, in dieser Saison voll und ganz auf Güler zu setzen und das sieht man schon in dieser Vorbereitung. Ja, und dem bleibt wenig hinzuzufügen. Ein Florentino Perez, ein Real Madrid, ein Juni Calafat, das sage ich euch seit über einem Jahr. Vertrauen Arda Güler blind. Viele von euch haben in den Kommentaren geschrieben, Arda muss Real Madrid verlassen, wenn ein Carlo Ancelotti ihn immer wieder auf die Bank gesetzt hat. Und ich habe euch immer wieder das Gleiche gesagt. Ich habe gesagt, Real Madrid, der Verein, kann ja nichts dafür. Die glauben an diesen Jungen. Die haben ihm einen 6-Jahres-Vertrag gegeben. Das ist kein Zufall. Aber ein Florentino Perez ist ein seriöser Präsident und der redet seinem Trainer nicht in die Aufstellung.
Und ich habe immer gesagt, ein Carlo Ancelotti wird nicht mehr lange Trainer bei Real Madrid sein. Und zack, wie ist es gekommen? Ein Xabi Alonso ist gekommen. Und ein Xabi Alonso sieht die Figur Arda Güler mit komplett anderen Augen. Er sieht die mehr oder weniger mit meinen Augen. Er hat eine neue Position für ihn konzipiert und arbeitet hart daran, dass dieser Junge in diese Rolle kommt. Aber wer mindestens genauso hart arbeitet, ist Arda Güler selber. Und das nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den Ferien. Seine ganze Lebensphilosophie erinnert ein bisschen an Cristiano Ronaldo. Jetzt muss ich aufpassen, dass irgendwer wieder sagt, ich sage, Arda Güler ist wie Cristiano Ronaldo. Das habe ich nicht gesagt, aber ich sage seine Einstellung. Der lebt zu Hause mit seinem Koch, seinem Trainer und seinen Physiotherapeuten. Sein ganzes Leben dreht sich um Fußball, um physisch da zu sein, wo Real Madrid ihn braucht. Das zeigt ganz klar, Arda Güler weiß, das ist das wichtigste Jahr seiner Karriere. Übrigens, viele von euch haben mir geschrieben, die haben sich Sorgen gemacht. Arda Güler wurde beim Training morgens mit einem Verband gesehen, aber da kann ich euch beruhigen. Also das ist nichts Schlimmes, das sagt auch Rubin Martin vom AS. Und der hat noch etwas anderes, sehr Interessantes gesagt. Lesen wir uns seinen Tweet zusammen einmal durch. Ardas Arbeit während der Feiertage war enorm. In den ersten Trainingseinheiten der Saisonvorbereitung wurde sein körperliches Niveau schnell deutlich. Der Trainerstab ist von seiner Einstellung begeistert. Er ist einer der Spieler, die von der Rückkehr ins Training am meisten beeindruckt sind. Also von allen Spielern, die zurückgekehrt sind, ist Arda Güler einer der Spieler, der das Trainerteam am meisten beeindruckt hat. Und das sind gute Nachrichten für uns, denn er wird, wie gesagt, einer der Eckpfeiler des neuen Real Madrids von Xabi Alonso. Und ganz ehrlich, das hat der Junge sich im Laufe der letzten Jahre erarbeitet. Vor allem, wenn man jetzt seine mentale Einstellung sieht, was man auch eben im Video gehört hat, der hat nicht einfach aufgegeben, der wollte sich durchbeißen, der hat nie an seiner Entscheidung gezweifelt. Und jetzt kann er endlich der ganzen Welt seinen Fußball zeigen. Ja. Das war heute mal ein etwas andere Art Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Ich bedanke mich für den unglaublichen Support und ich freue mich darauf, dass wir uns am Samstag wiedersehen. Freitag bin ich nicht da, das wisst ihr. Samstag mit dem nächsten Video. Bis dahin, die Nachbarn schlafen. A la Madrid!